Yo, was geht ab, Leute? Ich bin Firas Shatte wieder mit euch und heute habe ich meine neue Zuckerstückchen dabei. Ich darf bei mir hier im Studio die Chefin von Deutschland begrüßen. Zucker. Ah, da sie kommt, Frau Merkel. Schönen Tag. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Hallo. Mitbürger. Schön, dass Sie da sind. Ja, Auf jeden Fall. Ach, schauen Sie mal, das ist doch ein Pokémon, nicht? Das ist doch jetzt gerade ganz modern, nicht? Wissen Sie, ich habe auch schon einen gefangen. Der sah aus wie Wolfgang Schäuble. Ja, bitteschön, bitteschön. Meine Freunde, das ist hier Frau Merkel und sie ist Bundeskanzlerin hier in Deutschland. Richtig, Frau Merkel? Merkel. Merkel. Okay. Frau Merkel, können Sie für die Zuschauer erklären, was bedeutet hier in Deutschland eine Bundeskanzlerin zu sein? Das ist die Chefin der Regierung. Also, um es in kurzen Worten zu sagen, die Chefin. Die Chefin. Das heißt, Sie können einfach alle Leute verhaften, in Gefängnis lassen und machen Sie, was Sie wollen. Nein, ich bitte Sie, nein. Gehört Ihnen alle Autosfirma oder die größte Firma überhaupt in Deutschland, den Telefon? Das wäre ja, nein, das wäre ja. Aber mindestens kontrollieren Sie, was kommt im Fernsehen, oder? Das wäre ja mal eine wirklich sinnvolle Idee. Aber leider nein. Was machen Sie überhaupt? Ja, ich bestimme die Richtung, die die Politik nimmt. Zum Beispiel, welche Firmen wir gerade retten müssen. Verstehe. Aber da müssen Sie auch niemand fragen, oder? Na doch, doch. Also zum Beispiel den Koalitionspartner. Aha. In Deutschland muss man immer jemanden fragen. Ach, stimmt. Das ist Demokratie. Das haben wir im Integrationskurs gelernt. Integrationskurs? Sie waren in einem Integrationskurs? Ja, natürlich. Ich komme aus Syrien und ich musste diesen Integrationskurs besuchen. Sie sind Syrer, Sie sehen ja auch gar nicht so aus. Also sind Sie sicher, dass Sie aus Syrien kommen? Nein, also ich komme aus Baden-Württemberg. Vielleicht. Nein, wirklich stimmt. Ich komme aus Syrien und deswegen interessiert mich jetzt das Thema Geflüchtete. Können Sie Ihre Politik kurz und einfach erklären? Wenn wir die Finanzpolitik betrachten, die wir in den letzten Jahren verfolgt haben, dann muss man sehen, dass Deutschland einiges an Fortschritten erreicht hat. Das ist sicherlich auch mit Nachteilen verbunden gewesen und deshalb kann ich den Bürgern nur sagen, vielen Dank, das war eine großartige Unterstützung. Es war sicherlich nicht für jeden leicht. Dennoch haben wir einen Kurs eingeschlagen, der uns langfristig finanziell gesunden wird. Und Integration. Integration? Entschuldigung. Wie sehen Sie die Integration jetzt voran? Also ich sehe da schon deutliche Fortschritte. Zum Beispiel nach einem 6-monatigen Intensivkurs können bereits 80% der Geflüchteten das deutsche Mülltrennungssystem ganz ordentlich nutzen. Und sie liegen damit deutlich vor unseren Mitbürgern aus Rheinland-Pfalz. Eigentlich dieses Thema interessiert viele meine Zuschauer und meine Community. Das ist ja löblich. Ich habe eine Frage von Mohammed aus Daraa, der fragt, dürfen Waffenteile von Bodenrakete in der Restmüll, wenn sie in Deutschland hergestellt werden? In unserem Land schießt doch niemand Bodenraketen ab. Die stecken halt oft da im Körper und man kann die halt nicht operieren lassen oder rausnehmen. Zum Beispiel, ich habe immer noch ein Stück Granate hier in meiner Hand. Ja, da würde ich empfehlen, zur Abfallannahmestelle zu gehen. Nicht? Die nehmen auch Altmetall. Sehr gute Idee. Aber die müssen komplett frei von Chemikalien sein. Also keine Chemiewaffenrückstände. Ja, genau. Sie sind aber schon gut integriert. Also, sind Sie wirklich sicher, dass Sie aus Syrien kommen? Ja, immer noch.
Naja, wir kommen jetzt zu der nächsten Frage und das ist von Jamal aus Damaskus. Ich liebe Deutschland auch. Wie kann ich Patriot werden? Ja, also das ist nicht so einfach. Nicht? Patriot, das hat immer etwas mit der Herkunft zu tun und nicht nur mit der Gesinnung. Naja, also es ist ein Unterschied, ob man stolz ist, ein Deutscher zu sein oder ob man Deutschland liebt. Das muss ja nicht beides zusammen vorkommen. Nicht? Das eine sind deutsche Patrioten und das andere sind Patrioten für Deutschland. Das ist sowas wie der Fanclub der Deutschen. Ja, genau, nicht? Fanclub. Wir wünschen uns, dass unsere Gäste unser Fanclub werden. Wissen Sie, das ist doch wie beim Fußball. Nicht? Also Sie dürfen nicht mit aufs Feld, aber mitjubeln. Das dürfen Sie. Das ist doch auch wunderschön. Und was ist mit Boateng? Also ab gewissen Summen gibt es in Deutschland Sonderregelungen. Das ist bei der Steuer genauso. Sonderregelung. Das kenne ich auch aus meiner Heimat. Frau Merkel, danke schön, dass Sie uns hier im Studio besucht haben und die Zeit gegeben, um dieses wunderbare Interview zu machen. Dafür wollen wir gerne unsere Spezialität syrisches Baklava anbieten. Danke, aber ich mache gerade eine Diät. Frau Merkel, Sie schaffen das. Jan? هيبقى تبع الحشيش. ايه Baklava, erwecke den Araber in dir. So, Freunde, das war für heute. Ich hoffe, habt ihr Spaß mit den lustigsten Chefen in Deutschland. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Jetzt sage ich für euch Tschüss.